Hallo, mein Name ist Nadja und wir bereiten heute vegane Spinat-Kartoffelbratlinge zu. Es ist ein indisches Gericht. Wir haben eine leckere Spinat-Erbsenfüllung und dazu gibt es ein selbstgemachtes, auch wirklich sehr unkompliziertes Dattel-Tamarinden-Chutney. Ich bin gespannt. Lasst uns anfangen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet und zwar haben wir 400 Gramm Kartoffeln geschält und klein gewürfelt. Die Würfel sind so 2 cm groß, macht aber auch nichts, wenn sie mal ein bisschen größer sind. Das Ganze darf kochen und zwar 20 Minuten. Zusätzlich daran denken, dass wir Tiefkühlerbsen auftauen müssen. Das tun diese hier schon. Und während der 20 Minuten Kochzeit dürfen wir unser Tamarinden-Dattel-Chutney zubereiten. Das machen wir jetzt auch. Wir bereiten jetzt unser Chutney vor. Dazu brauchen wir unsere Datteln. Die habe ich bereits entsteint, gebe ich jetzt auf den Teller, weil die werden gleich mit einer Gabel zerquetscht und deswegen macht sich das einfach besser auf einem flachen Teller. Dazu gibt es Sojasauce. Wir verwenden Kreuzkümmel, ungefähr einen halben bis einen Teelöffel. Und ganz wichtig, Tamarindenpaste. Tamarindenpaste ist häufig unter anderem verwendet in der indischen, indonesischen, südamerikanischen Küche und passt zu diesem Rezept ganz wunderbar. Es ist sirupartig, also es ist ein Sirup und er schmeckt leicht säuerlich. Unbedingt mal probieren, das ist eine ganz leckere Zutat. Geben wir jetzt einfach oben drauf. Plus 6 Esslöffel Wasser. Und jetzt wird das Ganze mit einer Gabel schön vermengt. Dazu könnt ihr die Datteln erstmal so ein bisschen klein hacken mit der Gabel und dann einfach quetschen. Also ihr seht, so möchten wir unser Chutney haben. Richtig schön cremig und die Datteln so gut wie möglich zerkleinert. Ich werde unser Chutney jetzt abschmecken und zwar mit Salz und Pfeffer. So simpel und so lecker. Und wirklich authentisch indisch. Es schmeckt authentisch indisch. Finde ich gut. Unser Chutney ist fertig. Wir fahren fort. Unsere Kartoffeln haben jetzt fertig gekocht. 20 Minuten waren das circa. Ich werde die jetzt abgießen über einem Sieb, dann zurück in den Topf geben und dann stampfen wir sie. So, das wird genügen. Kartoffeln stellen wir jetzt beiseite, haben eine Pfanne bereitgestellt und werden jetzt unsere Füllung vorbereiten. Und zwar starten wir damit, etwas Erdnussöl zu erhitzen. Und wir werden jetzt 2 Minuten lang unsere Zwiebeln und unseren Knoblauch anbraten. Die habe ich natürlich schon vorbereitet. Das ist eine ganze Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Okay, ich habe mir einen Teelöffel Curry bereitgestellt. Den vermengen wir ganz kurz mit den Zwiebeln und dem Knoblauch, um dann anschließend unsere Erbsen dazu zu geben und unseren Spinat. Wir warten hier, bis der Spinat zerfallen ist und werden das Ganze dann hacken. So, das sieht gut aus, wie ich finde. Ihr könnt eure Spinat-Erbsen-Mischung jetzt auf einem Brett verteilen und dann hacken wir es noch ein bisschen klein, damit wir die Füllung einfach besser handeln können, wenn wir sie nachher in die
Kartoffelmasse drücken. Ich meine, das wird genügen. Ich habe mir jetzt hier einen Teller beiseite gestellt und werde hier die Spinat-Erbsenfüllung erstmal beiseite stellen. Ganz kurzer Zwischenspoiler. Ich habe euch mal in die Infobox einen Link gepackt, über den ihr zu unserer Online-Kochschule kommt. Mega tolle Inhalte, egal ob ihr Anfänger mit der veganen Küche seid, fortgeschritten oder Profi. Ihr werdet in dieser Kochschule ganz, ganz tolle Inhalte finden und am Ende mega, mega leckere Sachen auf die Tische zaubern können. Deswegen empfehle ich euch, geht da vielleicht im Anschluss nach dem Rezept mal rauf und schnuppert mal rein. Vielleicht ist es ja was für euch. Wir werden jetzt fortschreiten und zwar haben wir unsere Kartoffeln schon vorgestampft. Da kommt jetzt ein Teelöffel Curry rein. Ein wenig Salz und ein wenig Pfeffer. Okay, ich werde das Ganze jetzt hier mal portionieren. Das könnt ihr natürlich auch machen, ihr könnt aber auch nach Gefühlen vorgehen. Und zwar ist die Masse eigentlich für 6 Bratlinge gedacht. Ich mache jetzt 4 daraus. Wir wollen Flexibilität behalten und deswegen, also guckt da, wie es für euch am besten ist. So, wir nehmen uns jetzt den ersten Teil raus. Der kommt auf die Handinnenfläche, formen einen leicht angedrückten Ball. So, unseren Ball können wir ein bisschen flach drücken. Und am Ende dann einfach eine Mulde formen. Probiert euch hier vielleicht ein bisschen aus. Da kann man jetzt nicht wirklich irgendwelche Maße angeben. Aber ist am Ende gar kein Big Deal, auf jeden Fall nicht. So, in die Mitte kommt unsere Füllung. Ich würde ungefähr einen Esslöffel pro Bratling reingeben und dann wird das Ganze einfach übereinander gefaltet. Wichtig natürlich alles verschließen und dann ein Dreieck formen. Ihr seht, das funktioniert ganz gut. Die Masse klebt gut zusammen. Und ihr könntet jetzt auch Sternchen formen, wenn ihr wolltet. Machen wir aber nicht. Wir wollen ein Dreieck. Wir wenden unseren Bratling, jetzt wenn er fertig ist, einmal in Paniermehl. Dafür habe ich mir natürlich schon eine Schüssel bereitgestellt. Ist er nicht hübsch? Und wenn ihr genauso Fan von Paniermehl und paniertem und krustigem seid wie ich, dann dürft ihr euch jetzt auf jeden Fall eine Schüssel Wasser besorgen und einen kleinen Pinsel. Ich möchte das nämlich ein zweites Mal im Paniermehl wenden. Dazu einfach einmal rundum mit Wasser bestreichen. Zack, zack. Und ein weiteres Mal wenden. Das sieht gut aus. Toll, gell? So, das machen wir jetzt mit den weiteren 3 Stücken oder halt 5 Stücken, falls ihr euch für 6 Bratlinge entscheidet. Und dann wird das Ganze gebraten. That's it. Ich habe jetzt den Backofen auf 180 Grad vorgeheizt. Parallel ist unser Öl heiß geworden und diese wunderschönen Dreiecke werden jetzt gebraten, beidseitig.
So, goldbraun sind unsere Bratlinge. Die gehen jetzt hier auf das Backblech und anschließend 10 Minuten in den Ofen. Schaut doch mal, wie die aussehen. Wundervoll, echt wundervoll. Richtig schön goldbraun, knusprig. So wollen wir es haben. Zehn Minuten sind vergangen und jetzt gehen wir mal gucken, wie unsere Bratlinge aussehen. Sehen die nicht gut aus? Und natürlich werde ich den mit dem Chutney kosten. Ja, die Füllung sieht auch super aus. In Kombination aus Chutney und Bratling und Curry harmoniert bombastisch gut. Richtig lecker. Rezept ist unten in der Infobox, falls ihr auch kochen wollt. Viel Spaß!